Die Kleinstadt Neustrelitz liegt etwa 100 Kilometer nördlich von Berlin in der Mecklenburgischen Seenplatte, also im südlichen Mecklenburg-Vorpommern. Die ganze Region dort ist geprägt von Wäldern, Seen und kleinen Orten, und auch für Neustrelitz spielt das Wasser eine große Rolle. Hier in diesem Video geht es aber vor allem um die Altstadt. Ich selber stamme aus der weiteren Umgebung und bin in Neustrelitz zur Schule gegangen. Das bedeutete jeden Morgen mehr als eine halbe Stunde Busfahrt. Weil die Busse auch schon damals nicht so häufig in meine Richtung gefahren sind, hatte ich öfters Zeit in der Stadt. Und dadurch kannte ich sie bereits, als ich diese Aufnahmen hier gemacht habe. Trotzdem habe ich noch einiges Neues entdeckt oder vielleicht nach 15 Jahren wiederentdeckt. Neustrelitz ist nicht deutschlandweit bekannt, hat aber eine besondere und sehenswerte Innenstadt. Wenn man an historische Altstädte in Deutschland denkt, besonders bei kleineren Orten, dann hat man mittelalterliche Ortskerne vor Augen. Zu dieser Zeit gab es Neustrelitz aber noch gar nicht. Die Stadt wurde vor etwa 300 Jahren gegründet. Hier hat der Herzog von Mecklenburg-Strelitz, das war damals ein ländlicher Kleinstaat, seine neue Residenzstadt bauen lassen. Die Straßen wurden am Reißbrett geplant und auch so angelegt. Die Gebäude sind hauptsächlich aus dem 18., 19. und frühen 20. Jahrhundert. Und ich finde, in dieser Zeitepoche wurde am meisten auf die Ästhetik von einzelnen Gebäuden und auch des ganzen Stadtbildes geachtet. Im Krieg ist fast nichts zerstört worden und die Stadt hat auch den Zerfall in der DDR-Zeit überstanden. Da war es nämlich sehr typisch, dass die Innenstädte vernachlässigt wurden und dann zerfallen sind. Teilweise wurden Innenstädte auch abgerissen. Heute sind in Neustrelitz nur noch einzelne Gebäude unsaniert. Aber das wirklich Interessante an der Innenstadt in Neustrelitz ist, dass es hier einige Ecken gibt und auch ganze Straßen, die von den Gebäuden her praktisch noch so aussehen wie am Ende der Kaiserzeit, also vor 100 Jahren. Am Anfang habe ich den Zirkersee gezeigt.
Daneben gibt es in der Stadt aber noch den kleineren Glambecker See. Dort steht auch das Gymnasium, auf dem ich war. Und wenn ich in der Schule aus dem Fenster gesehen habe, dann habe ich typischerweise diesen See hier gesehen. Es gibt hier auch eine Badeanstalt, anders gesagt ein Freibad. Dort haben wir im Sport Schwimmunterricht gehabt. Als Residenzstadt hat Neustrelitz auch einen Schlosspark. Der wurde im Barockstil angelegt, hat aber einen großen Teil im englischen Stil, der näher an der Natur ist. Also so, wie man sich heute einen Park vorstellt. Mir ist der Barockgarten schon immer etwas leergeräumt vorgekommen. Der wurde bestimmt umgestaltet, denn für den Barock ist er fast minimalistisch. Ich habe den Eindruck, vielleicht auch deshalb, weil etwas Entscheidendes fehlt, und zwar das Schloss. Es ist nämlich 1945 abgebrannt und die Ruine wurde später gesprengt. Es fehlt also als Anlaufpunkt für Besucher, aber in den nächsten Jahren wird etwas Wichtiges passieren. Zumindest der Schlossturm wird originalgetreu wieder aufgebaut. Das finde ich eine gute Sache. Und vielleicht folgt irgendwann auch das ganze Schloss. Aber auch ohne ist der Park sehenswert. Es gibt zum Beispiel einige sehr schöne Statuen und kleine Tempel. Und außerdem gibt es noch die ganzen Nebengebäude des Schlosses, wie der Marstall, die Orangerie, die Schlosskirche und das Theater. Das Theater ist auch noch in Betrieb. Und als einziges Gebäude hat es damit seine Funktion behalten. Wenn man sich so die Maßnahmen der Stadt ansieht, dann merkt man, dass es in der letzten Zeit einen Fokus auf das ganze Gelände gibt. Meiner Meinung nach ist das auch genau das Richtige, um die Stadt voranzubringen. Am Ende des Tages, wenn die Sonne untergeht, dann sollte man auf jeden Fall auf dem Rundweg um den Zirker See entlang gehen. Das war's. Ich hoffe, ich konnte einen guten Eindruck von Neustrelitz vermitteln. Tschüss und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.